Aber es kann doch wirklich passieren, man gewinnt vielleicht 20-22%, vielleicht sogar 25 Mal, aber alle anderen sagen, es geht nicht. Und dann kann man doch gerade nichts bewirken. Also gibt es denn wirklich eine Strategie der AfD zur Machterringung, die darüber hinausgeht, zu sagen, wir haben halt recht und die anderen irren sich? Da spricht der eingefleischte CDU-Wähler, Herr Kissler. Nein, ich sage ja nicht, wenn ich wähle. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mal ehrlich, wie oft habt ihr schon Interviews gesehen, bei denen der Moderator ständig versucht, die Kontrolle zu behalten, aber es einfach nicht klappt? Genau das ist passiert hier. Alice Weidel liefert in diesem Gespräch mit Julian Reichelt ein Meisterstück ab. Schlagfertig, präzise und einfach genial. Also bleibt dran, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Glaubt ihr, dass Reichelt mit solchen Aktionen wirklich wieder Vertrauen aufbauen kann? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Auf geht's! Und da ist sie, die Frau, über die wir hier gerade sprechen. Hi. Guten Morgen, Frau Einen Weidel. schönen guten Morgen. Sie müssten einmal die Kopfhörer aufsetzen. Ja, wie angekündigt, ein wenig früher als erwartet. Wir begrüßen recht herzlich die Kanzlerkandidatin der AfD, Frau Dr. Alice Weidel. Herzlich willkommen erstmal und einen sehr schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir fangen an, freuen uns, dass Sie da sind, fangen an mit einem Tweet, ganz frisch von heute Morgen, der Ihnen eigentlich gefallen müsste. Ich habe ihn hier von Elon Musk. Only the AfD can save Germany. Nur die AfD kann Deutschland retten. Wie kommt es dazu? Wussten Sie, dass Sie da so einen Fan haben, nah an der Seite des US-Präsidenten? Ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Ich habe den Tweet eben gesehen. Ich habe jetzt auch drauf reagiert, eben noch im Auto. Und offensichtlich hat er sich mit unserem Programm beschäftigt. Ich habe ihm das mal zukommen lassen auf Englisch. Das habe ich schon vor geraumer Zeit getan. Und möglicherweise hat er mein Interview auf Bloomberg gehört, was ich vor 2 Tagen gegeben habe. Und ich freue mich natürlich, dass das auch so angenommen wird, weil wir wissen ja, dass alle Parteien, vor allen Dingen die CDU, eigentlich komplett nach links gerutscht ist, dass hier eine sozialistische Agenda durchgezogen wird mit planwirtschaftlichen Elementen. Ich weiß, Sie kriegen jetzt hier schon allmählich Schnappatmung. Beim Wort Sozialismus oder bei welchem hier Wort? Gerade. Aber ich meine, so was wir hier haben, das sind ja planwirtschaftliche Elemente. Also die wurden ja nicht durch die Ampel eingeführt, sondern vorher durch CDU Merkel, die erste grüne Kanzlerin. Und dementsprechend habe ich das auch ganz klar und deutlich gesagt und kommuniziere das auch in den englischsprachigen Raum. Und die Leute, die verstehen das natürlich, dass das, was hier passiert, eigentlich nur noch so Plankommunismus ist. Und was wir brauchen, ist eine vernünftige Politik. Wir brauchen einen politischen Wechsel. Das ist natürlich hier mit Friedrich Merz und mit links-grünen Koalitionen nicht mehr möglich. Aber die Frage ist ja vielleicht doch, wenn es hier heißt, nur die AfD könne Deutschland retten, also These Elon Musk. Wie will denn die AfD das machen? Ich meine, man kann die Brandmauer jetzt kritisieren, aber rein faktisch auf Bundesebene steht sie ja. Und ich habe so ein wenig den Eindruck, dass die AfD in der Gefahr ist, in der Opposition sich auch so weit einzurichten, dass man sagt, wir müssen uns überhaupt nicht bewegen. Wir halten alles weiterhin durch. Irgendwann brechen die anderen weg, dann haben wir die absolute Mehrheit. Aber es kann doch wirklich passieren, man gewinnt vielleicht 20-22%, vielleicht sogar 25 Mal, aber alle anderen sagen, es geht nicht. Und dann kann man doch gerade nichts bewirken. Also gibt es denn wirklich eine Strategie der AfD zur Machterringung, die darüber hinausgeht, zu sagen, wir haben halt recht und die anderen irren sich? Da spricht der eingefleischte CDU-Wähler, Herr Kissler. Nein, ich sage ja nicht, wenn ich wähle. Und das kann ich Ihnen gleich sagen. Also die Frage, die müssen Sie eigentlich genauso an die CDU stellen. Machen wir hier auch. Ja, genau, das ist wunderbar. Das sehe ich viel zu selten, aber ich will Sie auch nicht belehren, aber ich würde es gerne öfters sehen. Denn die CDU wird genauso wenig bewirken können mit ihren Versprechungen. Die Versprechungen sind ja aus unserem Programm abgeschrieben. Sie wird später nicht mit Grün irgendwie umsetzen können und auch mit Rot nicht. Also das, was hier gemacht wird, wenn dann Friedrich Merz hingeht, nochmal und sich ein Robert Habeck, ein Kinderbuchautor, als Energie- und Wirtschaftsminister sich vorstellen kann, dann wissen Sie, wohin die Reise gehen wird. So, und wir haben die Blockadehaltung überhaupt gar nicht eingeführt. Wir wollen ja koalieren, wir wollen Regierungsverantwortung. Und das zeigen wir eben auch mit der ersten Kanzlerkandidatur. Also ich bin ja nominiert hier, ich mache das auch sehr gerne, mir macht das auch Spaß. Ich würde auch mit Herrn Robert Habeck diskutieren wollen, endlich mal einen
kompetenter Wirtschaftsminister, mit dem ich mal sprechen kann als promovierte Volkswirtin. Das ist toll, aber er möchte nicht mit mir diskutieren. Und diese Posse da um die Kanzlerkandidatenrunde da von Öffentlich-Rechtlichen, das steht ja auch ganz allein für sich. Also wir haben ein konservativ-freiheitliches Programm. Wir haben diese Blockadehaltung nicht aufgestellt und ich würde die AfD auch lieber in der Verantwortung sehen. In den ostdeutschen Bundesländern, da wurde sie ja erfolgreich rausgeblockt mit linken Mehrheiten. Ich meine, in Thüringen ist ja Wahnsinn. Da kommt da so ein 23% CDUler daher und koaliert mit SPD, mit der linken Abspaltung BSW und lässt sich noch von Ramelow von den Knalllinken dulden. Und wir sind da mit 35% als stärkste Kraft da rausgegangen. Also mehr Wählerverachtung geht ja nicht. Noch einmal ganz konkret zu dem, was Alexander Kissler gerade gefragt hat. Sie haben gesagt, Sie wären gerne in Verantwortung. Ist das ein Appell für Schwarz-Blau? Natürlich, das ist der Wählerwille. Also blau-schwarz natürlich. Ich will blau-schwarz. Natürlich wollen Sie blau-schwarz, aber bleiben wir jetzt mal bei den Umfragen. Da sind immer noch, sagen wir mal, um und bei 8, 9, eher 10% dazwischen. Stand heute geht die CDU als Erste durchs Ziel, Sie als Zweites. Zum Duell kommen wir gleich noch. Das, was Sie am liebsten fürs Land hätten, wäre zusammen mit Friedrich Merz und Vizekanzlerin Weidel dann zu regieren. Das ist das, was der Wähler will, offensichtlich. Was glauben Sie, wäre dadurch möglich? Dadurch. Und wie wäre es möglich? Gibt es etwas, das muss man ja auch sagen, ich habe mich damit ja lange beschäftigt, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, gibt es etwas, was die AfD tun kann? Natürlich hat Alexander Kissler gesagt, über das Konzept Brandmauer Lange Straße, ich halte es persönlich für falsch. Aber in der Politik, wissen wir ja auch beide, muss man ja manchmal auch selbst etwas tun, um solche durchaus falschen Konzepte abzubauen. Was können Sie tun, um das, wovon Sie sagen, das ist der Wählerwille, schwarz-blau, was nach Ihrer Sicht der Wählerwille ist, was können Sie tun, um das möglich zu machen? Ja, also erstmal muss danach gefragt werden, was nicht möglich sein wird. Und zwar, ich kann Ihnen ganz klar sagen, dass wir von unseren Kernpositionen nicht abweichen werden. Ich halte es absolut für falsch, dass Deutschland immer noch offene Grenzen hat. Wir haben de facto keine Grenzen. Hier kann jeder illegal über die Grenzen laufen, wenn er vorher seinen Pass weggeschmissen hat. Dementsprechend sind unsere Kriminalitätsraten hoch. Also keine Kompromisse bei der Grenzsicherung. Wir müssen in alle Welt kommunizieren, dass unsere Grenzen endlich kontrolliert werden und dicht sind gegen illegale Migration. Da fängt es schon an. Also da sind wir kompromisslos. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir müssen einfach wieder zu einer stabilen, günstigen, sicheren Energieversorgung zurück. Ich meine, so was ist das hier? Wir sind ein Hippie-Staat geworden. Oder was ist das? Nein, aber genau das ist ja der Punkt. Die CDU hat das eingeführt. Und da muss ich Ihnen umgekehrt sagen, dass wir auf dieser Linie absolut keine Kompromisse eingehen werden. In der Steuer-, Finanz-, in der Energiepolitik und in der Migration. Ich kann es total verstehen, dass Sie an dem Punkt keine Kompromisse eingehen. Meine Frage war aber, an welchem Punkt könnten Sie denn Kompromisse eingehen, um dieses Konzept Brandmauer, das, wenn man auf die Wahlkarte schaut, das sagen wir hier auch oft, die Wahlkreise im Westen sind schwarz, die Wahlkreise im Osten sind blau. Wenn man auf die Wahlkarte guckt, dann ist das, was Sie sagen, vermutlich tatsächlich der Wählerwille. Aber was können Sie an Kompromissen dafür tun? Nicht, wo können Sie keine Kompromisse machen, das haben wir verstanden. Wo kann die AfD Kompromisse machen, sodass das, was Sie gerade gesagt haben, schwarz-blau, Stand Umfragen heute, möglich wird? Diese Frage sollten Sie dann tatsächlich eher einem CDUler stellen, welche Kompromisse wir machen müssten, weil ich sehe eigentlich nicht, welche Kompromisse wir machen müssten bei unserem vernünftigen Programm. Es ist freiheitlich, es ist konservativ. Aber es geht ja, Frau Weidel, wenn ich da einmal einhaken darf, nicht so sehr um das Programm, sondern es geht um die Vorwürfe, Vorhaltungen, die der Partei immer gemacht werden. Es geht um Personal tatsächlich, wie Björn Höcke, es geht um zahlreiche Äußerungen. Wird es eine Annäherung in Richtung CDU, wird es diese Anpassung, wird es die geben für das, was Sie gesagt haben, schwarz-blau? Gibt es da eine Möglichkeit, Kompromisse zu finden? Oder sagen Sie, wir bleiben bei unserer Linie? Ich habe auch das Video mit den Schülern gesehen von Ihnen. Sie scheinen ja demografisch durchaus Rückenwind zu haben. Sagen Sie, wir warten einfach ab und sitzen es aus? Also darum geht es Ihnen. Es geht hier um eine personelle Frage bezüglich Björn Höcke. Da muss ich Ihnen einfach nur sagen, nein, also es geht Ihnen ja genau darum, weil inhaltlich habe ich Ihnen ja geantwortet.
dazu muss ich sagen, Björn Höcke hat in Thüringen die Wahlen gewonnen. Er ist bei 35% gelandet. So, und dass es der CDU nicht nur um Björn Höcke geht, sondern grundsätzlich um ihre Blockadehaltung gegenüber der AfD, das ist ja auch völlig klar, weil es liegt ja nicht an Björn Höcke, wenn wir hier bundesweit über Koalition reden oder in anderen Bundesländern, siehe Sachsen. Und dementsprechend kaufe ich das nicht ab. Das Grundproblem für die CDU entsteht aber, dass sie eine strategische Blockadehaltung geschaffen hat für sich selbst. Sie verspricht sehr viel, wird es nicht umsetzen können, das können sie dauerhaft nicht machen. Und aus dieser strategischen Sackgasse muss sie raus. Das kann ich bei Friedrich Merz aber nicht erkennen. Ich glaube auch nicht, dass er den Intellekt hat, das eben auch zu vollziehen und zu tun. Und ich meine, der Mann, der widerspricht sich ja auch die ganze Zeit. Also das ist ja immer so ein Hü und Hott und dementsprechend hat er da keine klare Linie. Also ich denke mal, wir müssen abwarten. Ich hätte natürlich die AfD schon gerne in den ostdeutschen Bundesländern in der Verantwortung gesehen. Das hat man abgelehnt und jetzt schauen wir mal, was im Bund passiert. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Das ist hochwahrscheinlich, dass wir da noch warten müssen. Ich kann dir aber eins prophezeien. Mit einer instabilen Koalition, mit so einer schwarzen Ampel, so mit linken Regierung, also schwarz-grün, schwarz-grün-rot, werden keine Reformen gemacht hier. Und es geht genauso weiter und sie wird instabil werden. Ich möchte mal auf das Stichwort Aussitzen zu sprechen kommen. Darüber haben wir eben mal kurz gesprochen, Frau Weidel. Ist ganz klar, Sie präferieren natürlich naturgemäß eine schwarz-blaue Koalition. Was anderes funktioniert ja auch nicht. Stichwort Brandmauer, das verhindert ja aktuell eben tatsächlich, dass 2023 das AfD-Jahr wird. Sie haben in einer 25. Nächstes Jahr ist schon 25. 25, sorry. Zeit vergeht. Sie haben ja in einer Ihrer Reden ganz klar gesagt, dass Sie strategisch auf das Jahr 2029 eher schauen. Ist das politische Deutschland im Grunde noch nicht so weit, wie Sie es gerne hätten? Ich glaube, dass wir immer realistisch bleiben müssen. Das hat Ihr Kollege ja auch gerade absolut richtig gesagt. Wir sind bei rund 20% plus minus. Und das lässt sich natürlich ausbauen. Und das wird sich ausbauen. Und zwar in dem Moment, wenn sich dann beim Wahltermin und bei der Koalitionsbildung nach dem 23. Februar die ganzen CDU-Wähler, die dem Friedrich Merz nochmal einmal das Vertrauen ausgesprochen haben, sich das einfach auf gut Deutsch gesagt, einfach richtig verarscht fühlen, wenn der Habeck dann nachher der Wirtschaftsminister ist. So, und das wird weiter der AfD Auftrieb geben. Das ist einfach so. Und nachher werden sie über die Jahre, ich kann es Ihnen prophezeien, weil es genauso weitergehen wird und die Leute haben wirklich die Nase voll, wird es zu anderen Konstellationen 2029 kommen oder 28, weil ich wirklich nicht glaube, dass die nächste Koalition 4 Jahre durchhalten. Das heißt, Sie sagen konkret, der Leidensdruck muss im Grunde erst steigen im Kessel, damit sich was verändert. Leider. Ich möchte gar nicht, dass er steigt. Ich möchte in die Regierungsverantwortung. Wir haben eine Mehrheit für Schwarz-Blau. Und das ist der Wählerwille. Und das ist ja auch nicht erst seit heute so. Das ist in ostdeutschen Bundesländern so. Das war in Hessen so bereits. Das ist in Bayern so. Der Wähler möchte bürgerliche Mehrheiten in diesem Land haben. Er will diese chaotischen Verhältnisse nicht mehr. Er möchte, dass Moment, Herr Kissler, er möchte, dass seine Kinder ganz einfach eine gute Ausbildung haben, sicher auf die Straße gehen können, sicher die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können und. Er möchte für die nächste Generation, dass Familien gegründet werden können, dass man sich ein Haus kaufen kann, dass Sicherheit einkehrt und nicht diese chaotischen Verhältnisse. Ich meine, unser Land wurde durch die grüne Kanzlerin Angela Merkel, durch die CDU, ja komplett aus den Angeln rausgehoben. Und das ist ja auch der Grund, warum es diese bürgerlichen Mehrheiten jetzt gibt. Wir wollen es verändern, Friedrich Merz offensichtlich nicht, weil ansonsten wird er sagen, ja, also mit der Alice Weidel oder mit dem Tino Kruppalla, da würde ich mich gerne mal unterhalten, lass uns doch mal vorsondieren. Nichts. Und ich muss Ihnen auch eins sagen, und das spricht auch, also absolut für den Charakter von Friedrich Merz, der Mann, der grüßt mich nicht mal, wenn er mich sieht. Und da denke ich mir auch, mein Gott, also was haben die eigentlich für eine Kinderschule, ne? Für eine Erziehung genossen? Das macht man eigentlich nicht. Also da bin ich jetzt auch
komplett bei Ihnen. Das ist sehr unbürgerlich. Man hört ja Sehr, auch sehr manchmal, unbürgerlich. dass viele AfD-Abgeordnete wirklich geschnitten werden, dass ihnen nicht gegrüßt werden, dass man nicht in den Aufzug fahren will. Das ist die Regel. Die soll die Leute steigen Geschäftsordnung aus dem beinhalten. Aufzug in den Aufzug gar nicht mehr rein oder raus, wenn sie mich sehen. Das ist Ja, das geht das nicht. Gegenteil von Klasse. Ja, also das ist der totale Kindergarten im Bundestag. Aber vielleicht ist doch nochmal eine kurze Nachfrage. Sie haben jetzt sehr stark herausgestellt, wir sind eine bürgerlich-konservative Partei. Stichwort, was wäre denn eine bürgerlich-konservative Außenpolitik? Ihr Vorstandskompagnon Chrupalla hat jetzt ja aufhorchen lassen mit einem Interview bei der Welt, wo er einerseits den Ukraine-Krieg bereits zugunsten von Russland beendet erklärt hat. Ich glaube, Herr Putin müsste man das mal sagen, der weiß das gar nicht, dass er schon gewonnen hat. Und zum anderen hat er natürlich auch die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO in deutlichen Worten in Frage gestellt. Also die NATO müsse irgendwie auch die russischen Interessen berücksichtigen. Das mal kurz die Frage an Sie. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine bürgerlich-konservative Außenpolitik aus, die die AfD vertreten kann? Raus aus der NATO, an die Seite Russlands oder ganz was anderes? Was wäre das? Also hinsichtlich der Ukraine-Frage, das ist ja hier die Fragestellung, weil wir haben ja sehr, sehr NATO. viele, Ja. genau, wir haben ja sehr viele Fragestellungen auch im Nahen Osten, aber wir können dann gerne uns in dieser NATO-Frage vertiefen, auch in der Ukraine-Frage. Also zunächst einmal ist es wichtig, innerhalb der NATO die nationalen Interessen zu formulieren. Da wir eingebunden sind in der Europäischen Union, ist es wichtig, dass die europäische Säule innerhalb der NATO gestärkt wird. Das fängt damit an, dass man erstmal die Interessen formuliert. Was sind die europäischen Interessen gegenüber den USA? Wir haben angesichts dieses schrecklichen Ukraine-Krieges haben wir ganz andere Sicherheitsinteressen als die USA, weil wir den Atlantik nicht dazwischen haben. Wir sind die direkten Nachbarn. Das heißt, wenn das Ding in der Ukraine eskaliert, sind wir, vor allen Dingen Deutschland wird nur ein NATO-Hub, ne, für die gesamte Armee, für die gesamte Logistik. Also Deutschland wird Platz sein, wenn das Ding eskaliert, wenn der NATO-Eintrittsfall passiert. Darum muss das unbedingt verhindert werden. So, das heißt, Macron hat es letztes Jahr, also ausgerechnet Macron hat es formuliert, den europäischen Arm zu stärken, dass wir erstmal unsere Sicherheitsinteressen deutlich machen gegenüber den USA. Das ist wichtig. So, das heißt aber auch, dass die Europäer es endlich mal schaffen, sich da in den Bereichen zu koordinieren, in denen die EU ja auch Sinn macht. Und zwar in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Haben sie bisher nie geschafft. Stattdessen sitzen da irgendwie Tausende von Bürokraten, Sie kennen meine Reden, und stören den ganzen wirtschaftlichen Betrieb. Können wir uns sparen, aber eine Koordination in Sicherheits- und Verteidigungsfragen würde absolut Sinn machen innerhalb der NATO. Dann im zweiten Schritt hinsichtlich Ukraine und Russland wäre eine Anstrengung extrem wichtig Richtung Friedensverhandlungen. Denn die Eskalationsgefahr, die ist tatsächlich groß. Wenn Sie sich die Reden und auch die Bücher von Erich Fahrt, von General Kujat anschauen, dann ist es schon so, dass wir eigentlich nicht weiter an der Eskalationsspirale weiterdrehen sollten, sondern uns für Friedensverhandlungen einsetzen müssten. Wie das aussieht, das müsste man im nächsten Schritt diskutieren. Aber was Herr Chrupalla, weil Sie mich danach gefragt haben, er hat explizit eben nicht gesagt, dass wir aus der NATO austreten sollten, sondern er hat von einer Stärkung der Sicherheitspolitik gesprochen. Und dementsprechend würde ich das jetzt einfach mal so stehen lassen. Die Formulierung, darauf hatten Sie mich ja auch angesprochen, dass die eine oder die andere Partei gewonnen hat, die ist natürlich unglücklich. Denn das Problem in diesem Krieg ist, dass keiner gewonnen hat und im Übrigen auch keiner diesen Krieg mehr gewinnen kann. Die Verlierer sind alle. Es ist Europa, allen voran Deutschland. Uns wurde Nord Stream 2 vor der Nase weggesprengt. Allen voran die Ukraine, würde ich sagen. Also die allen Ukraine voran- ist der Moment. größte Verlierer. Nein, wir sehen hier gerade, ich sehe das gerade aus der europäischen Sicht, weil wir gerade über Chrupalla sprechen. Ich mache jetzt ja auch für Sie die Überleitung. So, dann Herzlichen allen Dank voran, dafür. ja bitteschön, ich meine Simme, ja, genau. Dann natürlich die Ukraine, komplett kaputt gemacht. Sprechen Sie mit Ukrainern, die wollen auch eine Beendigung des Krieges haben. So, und dann allen voran die Russen. Also das heißt, wir haben hier eine Situation, wo niemand mehr diesen Krieg gewinnen kann. Und es muss einen Kompromissfrieden geben. Und das muss auch allen mal klar gemacht werden, dass es hier bei dieser Auseinandersetzung nichts mehr zu gewinnen gibt, sondern eher sehr, sehr viel zu verlieren, allen voran für Europa, nicht für die USA. Also nur noch mal für mich zum Verständnis.
Deutschland bleibt in der NATO und artikuliert seine Interessen dort Absolut. stärker. Klares Richtig. Bekenntnis zur NATO zum Absolut. Thema konservativ-bürgerliche Politik. Absolut. Gut, ich glaube, das ist wichtig, das hier einmal klargestellt zu haben. Ich würde gerne Und die einmal... Wehrpflicht. Ach ja. Aber das ist ja, Wehrpflicht ist ja ein Militär- interessantes Thema. Da habe ich gerade wahrgenommen, es ist noch umstritten, ist die Wehrpflicht sozusagen Teil des Wahlprogramms oder nicht? Ja, ist es. Ist sie. Also- Rückkehr zur Wehrpflicht. Natürlich, das gehört zu einer seriösen Politik zur Ertüchtigung der Bundeswehr mit dazu. Aber wir sagen auch ganz klar, keine deutschen Soldaten in die Ukraine. Das ist klar, das sind ja unterschiedliche Dinge, Genau. Wehrpflicht und deutscher Einsatz in der Absolut. Ukraine. Ich würde gerne einmal zu der großen Geschichte dieser Woche kommen, nämlich das TV-Duell. Warum dürfen sie nicht kommen? Letztes Mal hat man sich ja sehr verrenkt, um dann ein Triell draus zu machen. Es ging da auch um das Thema, ja, man kann ja jetzt nicht da 2 Männer und die Frau ausschließen. Plötzlich scheint es relativ leicht, die Frau auszuschließen. Warum dürfen sie Ihrer Meinung nach nicht dabei sein? Also Sie stellen mir ja die Frage Ihrer Meinung nach. Also grundsätzlich weiß ich es nicht, warum ich nicht dabei sein darf. Also ich habe mich ja schon dran gewöhnt, dass ich überall ausgeschlossen bin. Ich habe mir auch mal so Gedanken gemacht in der ersten Legislatur 2017 bis 2021, als ich Oppositionsführerin im Bundestag war, da war ich irgendwie nicht mal eine Handvoll in Talkshows. Also da wurde ich auch nicht eingeladen. Das finde ich eigentlich noch ganz interessant, weil damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk komplett den Auftrag aufgibt, nämlich die Menschen transparent über das gesamte Meinungsspektrum hin zu informieren. Und ja, Sie können sich ja denken, warum ich da ausgeschlossen werde. Also man möchte eigentlich die direkte Konfrontation mit der zweitstärksten Kraft eben nicht haben, mit mir nicht. Und ich glaube, dass es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst nicht gut tut, mich dort auszuschließen. Möglicherweise entscheidet man sich für große Runden. Sie ist doch mit Bürgerbeteiligung, oder? Zu viert und Bürgerbeteiligung. Ist das der letzte Stand? Sind Sie da? Ich glaube schon, ja. Also würden Sie machen auch? Also ich mache alles, was man mir anbietet. Ich nehme alles, weil ich komme ja sonst nicht vor. Darum mache ich das. Aber ich glaube, das ist der letzte Stand, der sich ja stündlich irgendwie ändert. Aber Sie haben doch selber eine sehr, sehr aktive Social-Media-Community. Also ich frage mich manchmal, braucht die AfD überhaupt den Segen oder die Wahrnehmung durch die öffentlich-rechtlichen Medien? Sie sind ja Nummer 1 bei TikTok und bei anderen sozialen Medien weit vorne weg. Man hat es gesehen, die jungen Leute, die Schüler wollen ein Selfie mit Ihnen haben. Also können Sie nicht einfach sagen, na gut, die wollen mich halt nicht, dann halt nicht? Ich glaube, dass es wichtig ist, in den Öffentlich-Rechtlichen vorzukommen. Vor allen Dingen für die älteren Menschen, die eben nicht auf Social Media sind. Und genau da sehen wir auch demoskopisch, dort haben wir Aufholpotenzial. Und die jungen Leute, die konsumieren natürlich die sozialen Medien, die sehen das alles. Aber da entsteht natürlich auch eine Schiefe und ich würde gerne auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mal ab und zu vorkommen, damit ich auch mal die Position ausdifferenzieren könnte. Aber daran werde ich ja erfolgreich bisher gehindert. Aber schauen wir mal, was im Januar und Februar passiert. Vielleicht kommen wir da zu einer guten Lösung. Ich würde gerne noch einmal auf das Thema Wirtschaft zurückkommen, weil unsere Community massiv nach Wirtschaft fragt. Ihr Wort Planwirtschaft und Sozialismus hat da offenbar einige Emotionen ausgelöst. Zu Recht, würde ich sagen, weil viele Menschen in den letzten 3 Jahren dann tatsächlich doch ärmer geworden sind. Ich beobachte derzeit, dass dieses Thema Wirtschaft das große AfD-Thema Migration inzwischen fast überlagert. Natürlich gehören die beiden in gewisser Weise zusammen. Natürlich sind die Kosten für die Migration so enorm, dass man sie sich mit schwächerer Wirtschaft nicht mehr leisten kann. Aber mein Eindruck ist, dass die Frage, behalte ich meinen Job, inzwischen mächtiger geworden ist als die Frage, kommen noch mehr Menschen aus Syrien, Afghanistan und Afrika. Und tatsächlich ist mir beim Thema Migration extrem klar, wofür sie stehen. Beim Thema Wirtschaft ist es mir nicht ganz klar. Deswegen würde ich von Ihnen gerne hören, was sind Ihre Top 3 Maßnahmen? Nehmen wir einmal an, Ihr schwarz-blauer Traum würde jetzt schon wahr werden. Was muss an Tag 1, was muss in den ersten 100 Tagen geschehen für die deutsche Wirtschaft? Es ist interessant, dass Sie mich genau nach den ersten 100 Tagen fragen. In meiner vorletzten Rede zur Regierungserklärung habe ich von dem 100-Tage-Zukunftsplan für Deutschland gesprochen bei einer AfD-Beteiligung. Ich habe viele Punkte aufgezählt. Sie haben mich nach den 3 wichtigsten gefragt, die ich Ihnen gerne beantworten möchte. Das Erste, was passieren muss, ist, dass wir mit den Steuern und Abgaben runter müssen. So.
Runter mit den Unternehmens- und Einkommensteuern. Das Zweite ist, dass wir für eine solide Energieversorgung sorgen müssen. Also ich kann Ihnen sagen, dass wir das EEG ersatzlos streichen werden und zu einer vernünftigen Energiepolitik zurückfahren. Wiedereinführung der Kernkraft, also grundsätzlich erstmal Technologieoffenheit einfordern, also nicht mehr durch Verbote und Planwirtschaft, sondern Wettbewerb. Kernkraft, günstiges Erdgas gehört einfach mit dazu. Erdgasförderung in Deutschland, ja oder nein? Wir haben theoretisch Nein, wir Erdgas in Deutschland für 30 Jahre ungefähr. Die Grünen sind natürlich dagegen. Würden Sie Erdgas in Deutschland fördern, in Niedersachsen? Fracking? Also Fracking ist eine hochemotionale Frage, die ich auch verstehen kann. Darüber müssen wir uns noch verständigen, auch intern, wie wir uns dazu verhalten wollen. Wir haben dazu noch keine Position. Ich würde erstmal sagen, nein. Denn wir müssen es auch nicht, da wir die Möglichkeit haben, eigentlich aus Russland günstiges Erdgas zu beziehen. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Also das heißt, beim Energieprogramm möchte die AfD zurück zu Nord Stream 2 ist kaputt. Nord Stream 1 würde, glaube ich, funktionieren. Ihr Energieprogramm wäre zurück zum russischen Gas. Verhandlungsfrieden und dann zurück zum russischen Gas, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe an allererster Stelle gesagt, Kernkraft. Deutschland hatte die sichersten Kernkraftwerke. Und 3 der sichersten wurden im letzten Jahr abgestellt. Ich kann Ihnen einfach nur mal, um die Größenordnung zu beschreiben. Ne? Also durch Kernkraft könnten wir komplett unabhängig sein. So, also da bräuchten wir überhaupt gar nichts mehr. Ich meine, da komme ich ja her. Und darum auch die Priorität auf der Kernkraft. Wir haben letztes Jahr ein Kernkraft abgeschaltet von den 3. Philippsburg, Baden-Württemberg. Philippsburg hat 30% der Energie abgedeckt in Baden-Württemberg. Und dann kommt dann irgendwie so ein verschlafener Kinderbuchautor dahin, manipuliert Daten und stellt das Ding ab. In Baden-Württemberg, da haben wir Automobilindustrie. Da sitzt der ganze Mittelstand. Das wird einfach, zack, wird das abgestellt. Und jetzt in diesen ganzen Dunkelflauten im Dezember und auch im Januar, da haben wir Energienotstand. Wir müssen plötzlich Atomstrom aus Frankreich importieren. Ich meine, Entschuldigung, wie bescheuert ist das eigentlich? Und die französischen Kernkraftwerke haben bei weitem nicht den Modernisierungsgrad als die deutschen. Vielleicht noch eins, um ein bisschen technischer zu werden. In Frankreich laufen noch so alte Siedewasserreaktoren und wir hatten keine Siedewasserreaktoren mehr im Betrieb. Wir haben Druckwasserreaktoren. Das sind 2 Kreisläufe. Aber ich will hier nicht zu technisch werden. Ich sehe wir haben noch 3,5 Minuten. Sie gucken hier gerade auf die Zeit. Wir hatten vielleicht noch eine kurze Bitte. Frage. Ich habe jetzt sehr viel US-Medien gelesen und da ist so der einhellige Tonus, die sehen Deutschland so, deutsche Wirtschaft am Abgrund. Und es hieß wörtlich, glaube ich, in der New York Times, der Point of No Return ist bereits erreicht. Sie sehen also doch noch ein bisschen mehr Umkehrpotenzial. Sehen Sie das Licht am Ende des Tunnels? Können Sie aus Ihrer Perspektive Hoffnung machen für eine bessere deutsche Wirtschaft? Absolut. Also wenn ich nicht hoffnungsvoll wäre für Reformen, und zwar möglichst schnell, hätte ich schon lange in den Sack gehauen. Ich mache das jetzt ja schon über 10 Jahre mit allen Widerständen. Es ist aber enorm wichtig, dass wir nicht mehr Zeit verlieren. Ja, der Kanzler hat da irgendwie 6 Wochen lang rumgeeiert. Jetzt sollen noch mal 2 Monate ins Land ziehen. Im Übrigen wären im Bundestag die bürgerlichen Mehrheiten ja da. Die CDU will das nicht mehr, hat die Sitzungstage ausgesetzt. Wir könnten alles schon umsetzen, alles rückgängig machen, was gemacht wurde. Will die CDU nicht. Und das spricht Bände über die CDU-Politik, die er mit den Grünen koalieren will. Letzte Frage. Glauben Sie, wenn Friedrich Merz die Wahl gewinnt, gibt es Schwarz-Grün? Sicher, natürlich. Da sind Sie sich sicher. Da bin ich mir sicher. Warum sind Sie sich da sicher? Ja, ich meine, die Schwarzen sitzen mit den Grünen in Landesregierungen, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein. Das finden die ganz toll. Und wo sollen die Koalitionspartner herkommen? Mit den Grünen und oder der SPD. Fertig. Danke, Alice Weidel. Dankeschön, Herr Reichelt. Dankeschön, die Runde. Dankeschön, dass Sie da waren, liebe Frau Weidel.